Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Silberpreisanstieg auf 26,50 $ in 4 bis 6 Wochen. Disclaimer. Silberpreisentwicklung für die nächsten 4 bis 6 Wochen. Charttechnisch hatte sich das Wyckoff-Schema bisher als richtig erwiesen. Die Phase D befindet sich jetzt im Seitwärtsbereich zwischen SOS und BULPS. Würde es sich bestätigen, sehen wir in den nächsten Wochen einen Rückgang in den Bereich 23,10 $ bis 23,35 $, gefolgt von einer letzten Welle bis in den Bereich 24 und einer letzten kleinen Korrektur bis 23,50 $ bis 23,60 $. Also theoretisch orange gepunktete Linienvergleich. Diese Entwicklung sollte bis Ende Januar abgeschlossen sein und den nächsten Anstieg Richtung 25,50 $ bis Ende Februar starten. Damit wäre die 2,5-jährige lange blaue Bullenflagge erreicht und in Folge überschritten, dann dürfte der Weg für Kurse weit über 30 $ frei sein. Goldaktien werden sich weiter positiv entwickeln. Der Silberpreisanstieg ist ein Garant dafür. Ja, schauen wir, ob das nach diesem Schema läuft. Bis jetzt ist es in der Vergangenheit so gewesen. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Ich sehe das im Grunde eigentlich auch ein bisschen einfacher. Wir hatten eigentlich eine absolut negative Stimmung bis jetzt für diesen Markt. Es wurde verzerrt nach unten, es wird sich einfach nach oben entladen und entweder man hat jetzt seine Penny Stocks dabei, die dann in Dollaraktien oder mehr werden oder eben nicht. So einfach ist es. So viel rumdoktern am Chart, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich denke, wir stehen einfach von der Entladung bei Silber und für den Fall müssen wir vorbereitet sein, dass dann dementsprechend viele Penny Stocks ansteigen, dass man überhaupt dabei ist. Das ist für mich das Entscheidende. Ja, hier ein angehender Goldprozent aus Kanada, 4,6 Millionen Marktkapitalisierung, sehr hohes Risiko. Also dort geht es um die Wiederaufnahme der PL-Goldmine Manitoba, Kanada. Jetzt in der ersten Phase hat die Mine eine Mine von Lebensdauer von 5 Jahren. Auch eine Mühle gibt es da in der Nähe, 1000 Tonnen per D-Mill und unterirdische Reserven von 295 Unzen Gold, hochgradiges Gold, durchschnittliche Jahresproduktion geschätzt 64.500 $. Insgesamt auf diesen ganzen Gebieten haben sie derzeit eine nachgewiesene Ressource von 612.000 Unzen, eben hochgradiges Gold, das ist das Interessante. Dennoch glaubt das Unternehmen, dass es Ressourceerweiterung und Explosionspotenzial von mindestens 1 Million Unzen Gold gibt. Weiterhin gab es auch absolut hochgradige Entdeckungen noch. Es wurde beispielsweise 101 Gramm pro Tonne Gold über 0,5 Meter auf 208 Meter gemessen. Ja, wie bewertet man sowas? Also ich habe jetzt einfach mal die 600.000 Unzen genommen und einfach mal 1 Million raufgeschlagen, denke ich mal, um versuchen, das zu bewerten, wie sowas in der Manie bewertet werden kann. Vielleicht ist es auch mehr, vielleicht weniger, who knows. Das ist das Risiko bei diesen absoluten Gambles, hier 4,6 Millionen Marktkapitalisierung. Das Interessante ist eben, dass sie in die Produktion gehen, dass sie Einnahmen haben, dass sie Ressourcenerweiterung, Explorationspotenzial haben und das Rechtsgebiet ist auch top. Deswegen hinsichtlich der Kalkulation des Potentialfaktors überall Top-Werte. Schauen wir uns mal die Lage an. Ja, also Manitoba ist ja westlich von Ontario, wo ja auch diese ganzen hochgradigen Goldgebiete sind. Also das ist hier Manitoba, hier ist Ontario, hier ist der Hudson Bay und da ist die James Bay und hier ja ist ja Quebec auch viele Goldgebiete. Also hier Manitoba, besonders Ontario oder eben Quebec hier, alles rund um den Hudson Bay ist eben sehr goldhaltig. Hier liegt das Unternehmen, meiner Meinung nach, sicherlich mal einen Blick wert, ist halt so ein Gamble, darf man nicht zu viel drauf wetten und charttechnisch sieht es jedenfalls gut aus, hat scheinbar seinen Boden gefunden, ist damals beim letzten Boom, Sie sehen es hier, von 2020, also Anfang 2020 von diesem Corona-Tief, gab es eine schöne Aufwärtsbewegung seitdem in mehr oder weniger in der Seitwärtsphase erst und dann auch
absteigend, hat aber meines Erachtens einen Boden gefunden, ist aktuell auch ausgebrochen. Sollte man sich angucken, wie immer keine Kaufempfehlung, aber ich will ja einfach aufzeigen, dass es zumindest von den Zahlen her super unterbewertete Goldaktien gibt und das in absolut sicheren Rechtsgebieten. Sicherlich mal ein Blick wert. Ja, Goldaktienbullmärkte der 1970er Jahre, das ist das, was uns an den Goldaktien so fasziniert. Wir hoffen, dass sowas wieder passieren kann, dass hier nicht wenig, so wie damals, nicht wenige Goldaktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen sind. Also gar nicht so selten konnte man das 1000 eine Viertelmillion machen. Wir hoffen, dass sich das wiederholt, weil die Goldaktienverhältnisse damals extrem unterbewertet sind. Das ist nicht ausgeschlossen, wenn der Goldpreis richtig in Bewegung kommt. Das erhoffen wir uns und deswegen engagieren wir uns hier. Ja, und was kann man jetzt da tun? Man kauft eben diese Aktien mit diesen hohen Superlativen, wenn möglich in guten Rechtsgebieten, wenn möglich hochgradiges Gold, eben gute Ressourcen, einfach Superlative drin, dass dann irgendwann später die großen Investoren und später auch die große Masse aller Investoren dann toll findet und hoffentlich dann hochtreibt. Ja, 1000 Becker Report. Wir sortieren das Ganze nach moderaten und unseren Risiko, haben eine Exit-Strategie entwickelt, wenn der Boom vorbei ist. Wir rechnen einen Faktor aus Marktkapitalisierung und Anzahl Unzen und Länderrisiko etc. Grad des Goldes, Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich Ihnen auch anbieten. Finden Sie alles verlinkt im YouTube. Anhang unten. Einlagerung von Gold und Silber in Einkaufsgemeinschaften. Ein Unternehmen ist immer an Gold und Silber kommt. Das ist in erster Linie interessant. Sie überweisen was und schon ist es in der Schweiz zollfrei eingelagert. Also die sind zu jeder Zeit auch während der großen Knappheiten von Gold und Silber immer an Ware gekommen und das zu günstigen Preisen ist möglicherweise die Alternative zu den nachher massiv frequentierten Edelmetallhändlern. Ja, bevor man überhaupt physisches Gold kauft und Silber kauft, auf gold.de Vergleichsportale nutzen. Nützliche Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man das einlagern, weitere Diskussionsportale, Diskussionen von Experten. Wenn Sie Fragen zu Zustellungsprobleme, Anregungen haben, können Sie mich einfach kontaktieren, schreiben Sie eine E-Mail, rufen Sie an, sobald ich Zeit habe, melde ich mich bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Ein Like geben, wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat. Das würde dem Algorithmus helfen und dann wird das Video nämlich weiter vorgeschlagen. Ach so, noch zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt begonnen mit YouTube Shorts zu machen. Der Sinn und Hintergrund ist, dass es relativ aufwendig ist, Ihnen diese Videos zu machen und da über neue Bewegungen zuschicken zu können. So mache ich kleine Shorts-Videos, die dauern 1 Minute. Das filme ich kurz an, wo meiner Meinung nach eine Gold- oder Silberaktie, die besonders interessant ist, die ausbricht. Sie sehen das. Ich schreibe dann rein, zum Beispiel wie jetzt in den Beispielen Gamble 1 oder hohes Risiko 2. Sie kennen ja den versteckten Link, wenn Sie meinen Report abonniert haben. Dann gehen Sie auf Gamble, gehen dann in die Spalte runter und schauen eben nach den Zahlen und dann können Sie das zuordnen, so dass Sie dann sozusagen sich das nicht raussuchen müssen, sondern ich was Interessantes sehe und Sie können das dann sofort nachvollziehen. Das Ganze ist noch gespiegelt auf TikTok. Wie gesagt, das ist noch mehr oder weniger in der Testphase, aber ich hoffe einfach, hier mehr Interaktivität und aktuellere Informationen und dass Sie zum Beispiel schöne Ausbrüche, Bewegung bei Goldaktien nicht so verpassen, sodass wir das einfach häufiger und schneller so raufbringen können. Ja, also für Rückfragen etc. stehe ich jederzeit zur Verfügung natürlich. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.